das tut echt gut, jetzt wieder unterwegs zu sein. Also, mal gucken, wo wir enden werden. Das sieht aus wie Grömitz. Ja. Oder Grand Mott. Du hast echt einen Eindruck, du bist in so einem Swimmingpool, aber der ist ja... Guck mal, wie groß die Bucht ist. Wir haben gerade versucht, Sakalopa anzulaufen und wollten in der Bucht ankern. Die ist aber zu voll. Deswegen hatte ich das Dingi sehr weit rangeholt, damit ich beim eventuellen Rückwärtsfahren auf keinen Fall die in die Schraube bekomme. Ich werde die jetzt aber wieder schön rauslassen. Wir waren jetzt bei der Cala Twent und Sakalopa. Es war ja, erwartungsgemäß voll. Da braucht man tagsüber gar nicht dran denken, hingehen zu wollen, weil da die ganzen Motorboote, die man sich in Port Souillet mieten kann, die fahren dort alle hin zum Planschen und zum Baden und große Motorjachten. Wir sind kurz reingefahren, haben es uns angeguckt und haben jetzt beschlossen, wir fahren weiter bis zur Spitze. Cala San Vicente oder so, Vicenza heißt das. Das hoffentlich türkisfarbenes Wasser und das ist der perfekte Absprung für Menorca. Und ja, mal sehen. Also es sollte ruhig sein. Bei Nordwelle ist die Bucht ungeschützt, aber also wie man gerade sieht im Moment, das ist entspannt. Es ist schön raus zu sein und das tut echt gut, jetzt wieder unterwegs zu sein. Also, mal gucken, wo wir enden werden. So, die Sonne hat nicht mehr so arg lang bis zum Untergehen, vielleicht noch so 2 Stunden. Ja. Und wir fahren gleich um die Ecke, hier um die Felsnase rum, in unsere Bucht ein. Wir fürchten aber, dass es voll ist. Jetzt haben wir aber keine andere Wahl mehr, weil es schon relativ spät ist und hoffen halt, dass wir noch einen einigermaßen vernünftigen Platz finden. Ja, ich denke schon. Ich bin da guter Dinge, weil die meisten fahren eh nach Poyenza. Ja. Also und die Charterbasen sind ja zum Glück ein Stück weit weg von hier. Also es war eine ruhige Fahrt heute, war unter Maschine, keine besonderen Vorkommnisse, tiefblaues Wasser, strahlender Himmel, irrsinnig heiß. Ja. Jetzt müssen wir mal schauen. Es kommt wohl zum Sonntag hin ein Mistral. Müssen wir beobachten, wie sich das entwickelt und wie wir das abwettern und wo wir das abwettern wollen. Da sind strategische und taktische Entscheidungen gefragt, weil Ja. es wird uns auf jeden Fall erwischen. Ja. Die Frage ist hier oder da, früher oder später. Ja, So, und das müssen wir uns noch durch den Kopf ja gehen jetzt sind lassen. wir den Naturgewalten wieder ausgesetzt. Richtig. So los. Genau, Nicht wie in Port Souillet. genau. Gut, Schauen wir mal.
Na, was siehst du? Grömitz. Ich seh schon wieder Grömitz. Das sieht aus wie Grömitz. Ja. Oder Grand Mott. Und wer Also, beides nicht kennt, was sieht er da? Brutalismus, Hotels, hässliche Hotels. Also es ist keine einsame Hippie-Bucht. Nee, aber so auf den ersten Blick sieht es doch entspannt aus von den Plätzen. Also es ist alles Sand, kein Posidonia und also ich sehe jetzt im Moment keine 10 Yachten und das ist aber eine sehr breite Bucht. Also, und Kette haben wir jetzt mehr als genug, also es müsste schon passen. Ja, wir müssen uns nur entscheiden, wo wir hin wollen. Würde mich nur wundern, wenn wir da jetzt nichts finden würden. Ja, wir können erstmal zweimal im Kreis fahren und uns das schönste Eckchen aussuchen. Auf der linken Seite hast du Abendsonne, auf der rechten Seite hast du Morgensonne. Hier in der Bucht ist es schon sehr entspannt. Wie tief ist es hier? 25. Können wir hier ankern? Also es ist hier schon 25 Meter. Wir könnten theoretisch sogar hier Anker werfen. Also das ist super entspannt jetzt. Also wir haben hier schon Sandboden. Und nach vorne ist ja immer noch richtig viel Platz. Das wird knapp im Platz für heute Nacht, oder? 10,5. Wow. Marion sagt, sie wollte türkises Wasser. Das ist sogar abends türkis. Großartig. Willst du lieber alleine liegen? Sonst können wir uns auch zwischen das Motorboot und den Segler legen. Dann geh mal darüber. 8,6. Boah. Also es ist unter Kiel 8,3, ne? Oder willst du dich hier schon hinlegen, so richtig in die Mitte? Also wir können hier Anker werfen, ist gar kein Problem. Wir fahren aber noch. Lenk mal darüber. Hart. Solange du noch Fahrt hast. Mach dir keinen Kopf. Jetzt kommt's, ja. Ja, gib mal mehr Gas. Wie viele Umdrehungen hast du denn jetzt? Ja, das ist gut. Lass ihn mal ein paar Sekunden so laufen, so 20, 30 Sekunden. Ja, perfekt. Ja, also wir haben über 40 Meter Kette draußen und hier haben wir jetzt noch 6 Meter, wo wir geworfen haben, 8 Meter. Und wir gehen immer so vor, dass wir sagen, wir wollen 25 Meter auf dem Grund haben, 25 Meter Kette auf dem Grund plus Tiefe. Also reichen uns 30 Meter, 40 Meter haben wir draußen, können wir nochmal 10 reinholen. Dann setzen wir den Snubber und dann ist fertig. Guck mal das blaue Wasser an, das ist irre. Und wenn du versuchst reinzugehen, dann wird es noch viel blauer. Du hast echt einen Eindruck, du bist in so einem Swimmingpool, aber der ist ja, guck
mal, wie groß die Bucht ist. Es ist bis raus, ist das nur Sand und maximal 20 Meter tief. Das ist unglaublich. Total blaues Wasser, total sauber. Schade, Fische gibt es hier keine. Jedenfalls. Also ich finde das hier eine der schönsten Buchten, die ich bisher in meinem Segelleben gesehen habe. Die Cala San Vicente ist vermutlich aufgrund ihrer doch sehr abgeschiedenen Lage touristisch nicht so massiv ausgebaut wie andere Gegenden Mallorcas. Das finden wir natürlich besonders schön. Man muss hier schon herwollen. Es gibt nette Hotels, schöne Restaurants, kleine Läden für den täglichen Bedarf, eine Apotheke, also es wäre alles abgedeckt. Aber man ist eben, wie gesagt, ganz weit weg von allem anderen. Die Bucht ist vor Mistralwinden so gut wie gar nicht geschützt, daher muss man auf jeden Fall auf die Wetterlage achten, wenn man hierher möchte. Sollte dann aber doch alles passen, ist es wirklich traumhaft schön. Tagsüber sind ein paar Ausflüge von Port Poyensa da, am Abend ist man aber unter sich. Es ist eine gute Absprungsbucht, um nach Menorca zu fahren oder wenn man von Menorca zurückkommt. Eine Alternative zu Port Poyensa. Nur muss man sich eben klar darüber sein, es gibt hier nicht viel. Despacito, Ari. Despacito, pararos, Ari. Pararos, dejadla, Ari, anda. Was woanders die mögen, sind hier die Ziegen, ne? Ja, das könnt ihr vielleicht gar nicht sehen. Ganz da oben auf dem Vorsprung steht eine Ziege. Guck mal, Katze. Also das ist eine total süße Bucht hier. Relativ wenig touristisch. Also du meinst jetzt mit touristisch international? Ja, das sind... Okay, weil es ist alles Hotel hier. Ja, das ist alles Hotel, aber es wirkt irgendwie trotzdem wenig touristisch. Es ist total entspannt, die Leute sind super entspannt.
ganz ruhig, ganz viele Spanier. Also hier könnte ich mir sogar einen Landurlaub vorstellen. Ich glaube, ich kenne so klares Wasser überhaupt gar nicht. Kennst du das aus irgendeinem Urlaub? Also da, wo ich als Kind war, an der Po-Ebene, da war das Wasser immer braun. Und Das ist krass mit den Ziegen, oder? das ist irre. Total schön hier. Ganz ruhig. Ja, auch so die Felsen hinter dir, die sind auch total schön, finde ich. Schön, dass wir einen E-Motor haben. Nicht so eine Knatterkiste, so eine stinkende. Wer noch ein kleines Motorboot sucht, das cremefarbene da vorne ist zu verkaufen für 1.650.000 Euro. Ist eher ein kleines, hat nur Platz für 3 Crew und 6 Leute. Also ist was. Also das ist wirklich Urlaub hier, oder? Für den einen oder anderen von euch muss das total ironisch klingen, weil wir ja eigentlich immer Urlaub haben. Ja, ich traue mich jetzt nichts mehr zu sagen. Was hast du die letzten Wochen gemacht? Ich habe nur am Boot geschraubt, von morgens bis abends eigentlich. Und mich um die Bootsorganisation gekümmert, dass die Ersatzteile rankommen und so weiter. Und was hast du während der Zeit nicht machen können? Arbeiten. Und was heißt das? Dass die Reise kürzer wird, wenn ich in der Zeit nicht arbeiten kann. Geld geht raus, Geld kommt nicht rein. Ja, wir wollen nicht jammern, wir wissen ja, dass wir trotzdem ein privilegiertes Leben haben. Ich bin nicht Frauchen, die nur rumsitzt und zuguckt, wie der Mann das Geld nach Hause bringt. Also ich mache die ganzen Videos, ich mache das Social Media und ich habe noch einen kleinen Social Media Job dazu. Aber leben können wir davon, also nicht mal ansatzweise. Also YouTube bringt nicht viel ein. Noch nicht. Also wenn du möchtest, dass wir mehr über YouTube verdienen, dann abonnier doch bitte unseren Kanal. Oder du kannst uns gerne auch über Patreon unterstützen. Link wird hier eingeblendet. Unsere Patreon-Community ist klein, aber sehr, sehr fein. Es sind ganz tolle Leute dabei. Wir haben einen richtig schönen Austausch und das macht echt Spaß. Also ich bin froh, dass wir es haben, oder? Ja, die Leute sind super. Also der Austausch mit denen ist echt genial. Also vor allem die Vielfältigkeit finde ich echt toll. Es ist so familiär. Wir möchten es auch familiär halten, also nicht von der Anzahl, aber vom Umgang miteinander. So wie wir halt sind, ne? Da sind auch Ziegen. Ja. Wahnsinn, wie die da klettern und nicht runterfallen. Keine Höhenangst haben. Nicht, dass uns eine Ziege noch auf den Kopf fällt. Ja. Wie geht's denn jetzt weiter? Die Reise? Ja, jetzt. Die nächsten Schritte. Wir werden übermorgen ungemütlichen Wind bekommen und vor allem dann danach hohe Welle. Und deswegen fahren wir ziemlich genau hier auf die andere Seite. Da ist Pollença. Und dort legen wir uns in die Bucht und wettern das erstmal ab, weil wir festgestellt haben, dass Menorca, wo wir eigentlich hin wollten und was ja auch nur 30 Meilen sind, da sind alle Buchten deutlich länger als hier Pollença von der Welle betroffen. Und deswegen warten wir in Pollença ab und fahren dann erst in ein paar Tagen rüber nach Menorca. Und dann auch nur, wenn die Vibrationsdämpfer sich noch nicht rausgerüttelt haben und alles gut aussieht. Ich finde aber auch, dass wir uns das nach dem ganzen Ärger trotzdem auch ein bisschen verdient haben, das Leben mal ein bisschen zu genießen und mal ein paar schöne Momente zu haben.